Wer träumt nicht davon, einmal im Leben First Class zu fliegen? Leider liegen die Preise dafür schnell bei über 5.000 Euro, manchmal sogar über 10.000 Euro, One Way. Das ist nicht so zum Tanzen. Die Emirates First Class soll eine der besten der Welt sein und ich freue mich, diese für euch testen zu dürfen. Wie viel ich dafür bezahlt habe, erfahrt ihr am Ende. Jetzt erstmal viel Spaß mit meinem ersten First Class Test. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt am Main. Ich bin hier schon am Flughafen, gestern Abend angereist, habe jetzt hier in einem Hotel gepennt, weil ja, wir haben jetzt 7:30 Uhr und ich komme mir auch ein bisschen dumm vor. Mein Fahrer ist schon da, der mich jetzt abholt und auf direkten Wege zum Emirates Terminal bringt. Ihr habt sicherlich am Titel schon gelesen, wir testen heute und ich freue mich unfassbar darauf und ich habe richtig Bock. Und an dieser Stelle natürlich auch vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich macht, die Videos so feiert und ich das machen kann, weil es ist natürlich auch nicht immer alles so günstig. Vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas überhaupt irgendwann mal in meinem Leben machen kann, aber wir testen heute die Emirates First Class. Besser geht nicht, in einer Boeing 777. Für mich geht es nämlich nach Dubai, ich habe richtig Bock. Wir müssen jetzt auch schon los. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie ich das Ganze gebucht habe, wie teuer es war, erfahrt ihr alles noch. Und jetzt geht es erstmal los zum Flughafen. 11 Uhr ist mein Flieger, also in 3,5 Stunden, ein bisschen Zeit habe ich noch. Aber ich wollte ein bisschen die Lounge natürlich abchecken für euch, das Ganze bestmöglich festhalten. Und ich würde sagen, auschecken und let's go. So, ab zur Rezeption. Sorry übrigens, dass das Bild eben gerade so geflackert hat. Das hatte ich noch nie, das lag irgendwie an diesem komischen Licht da in meinem Hotelzimmer. Frankfurt, Airport. Alter, sind da viele Taxen. Leute, ich bin wirklich ein bisschen nervös, ne? Also es wird, glaube ich, geisteskrank. Wie geht's Ihnen? Sorry? I said, how are you doing, sir? I'm good. You speak German or only English? Beides. Beides, okay. Danke. Danke, danke. Warte. Nein, geht schon. Alles gut. Oh. Ja, ziemlich früh, ne? Bitte? Ziemlich früh, ne? Ja. Terminal 2. Terminal 2, I think so, yeah. To Emirates. Danke fürs Fahren. Geht schon. Okay, angekommen am Flughafen. Waren auch nur 2 Kilometer. Ich habe ja auch am Flughafen gepennt, eigentlich direkt. Und hier geht's jetzt ins Terminal 2. Emirates, ja, schauen wir mal. Ist auch tatsächlich erst das zweite Mal, dass ich von Frankfurt fliege. Letztes Mal ging es ja nach Thailand. So, okay, hier habe ich meinen Boarding Pass, Class First. Okay, Leute, hier haben wir das Emirates Dubai E6. Ich mache mir jetzt natürlich auch auf direkten Wege in die Emirates Lounge. Wir sind hier in Frankfurt und es gibt, soweit ich weiß, keine reine First Class Lounge. Das ist aber eigentlich fast überall normal, also Business und First teilt sich das. Aber ich denke, es wird trotzdem sehr gut und das richtige First Class Erlebnis habe ich dann halt im Flugzeug. So, Priority Lane, da darf ich heute lang. Oh, schaut mal, da oben steht es auch. Emirates Lounge, Prime Class Lounge und hier gibt es ja viele Lounges. Naja, Frankfurt ist ja auch der größte Flughafen in Deutschland. Deswegen muss das ja auch so sein, ne? Ich kann tatsächlich erst in einer Stunde durch den Security-Check, weil man darf sich nur 120 Minuten in diesem Bereich aufhalten. Hier hinten sind auf jeden Fall jetzt die ganzen Lounges. Könnt ihr auch hier in diese Prime-Class-Lounge mit meinem Priority-Pass. Aber wir gehen heute in die Lounge, wo ich sonst nicht immer reinkomme. Und das ist die hier. Hallo. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Danke. Okay Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt in der Emirates Lounge. Hier ist auch wirklich nicht viel los. Ich bin der Einzige, hinter mir sitzen noch 2. Und die Frühstücksauswahl ist wirklich sehr nice. Ich denke, es wird auch sehr, sehr lecker. Hier ist es jetzt nicht so, dass man bedient wird, sondern man muss sich das selber nehmen. Wobei ich glaube, dass sich das ändert, wenn es dann Mittagessen hier gibt und Abendessen. Eins habe ich gelernt bei meinem letzten Business-Class-Flug: nie direkt überfressen, sondern ganz langsam anfangen, weil wir wissen alle, in den nächsten 8-9 Stunden werde ich die ganze Zeit nur essen. Erster Eindruck von der Lounge hier ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Das Buffet zeige ich euch noch sofort. Bis gleich. Und so sah das Frühstück aus. Früchte, Joghurt, alles mögliche. Dann hier so Würstchen, bisschen halt typisch englisch Breakfast, Rührei. Alles, was man sich so vorstellen kann. Aufstrich, Getränke. So Leute, und hier ist die Kaffee-Ecke, sag ich mal. Es gibt aber natürlich auch noch ein paar andere kleine Snacks. Und hier die ganzen Spirituosen. Also man kann sich hier auf jeden Fall gut eintrinken. Und natürlich auch passend für Business Class und First Class hier diese Champagner-Ecke. Das ist schon was Besonderes, sag ich mal. Gibt es jetzt nicht in anderen Lounges, in die man jetzt beispielsweise mit dem Priority Pass kommt. Zumindest in den meisten gibt es das nicht. Das hier ist die Toilette. Ja,
kann man auf jeden Fall nicht meckern. Alles in Ordnung, keine Frage. Man muss aber ganz klar sagen, ich war bis jetzt in einer vergleichbaren Lounge in Bangkok, der Qatar Airways Lounge, Business und First, und die war deutlich besser natürlich, aber wir sind halt auch nur in Frankfurt und ich gehe davon aus, dass in Dubai die Lounge nochmal einiges krasser wird. Jetzt gleich ist Boarding, ich bin so gespannt. Wir sehen uns. Okay, ich bin raus aus der Lounge. Wir haben jetzt 10:15 und mein Gate ist offen. Das heißt, ich gehe jetzt durch den Security-Check und dann auch direkt ins Flugzeug. Ich denke, ich kann auch direkt einsteigen. Hi. Dankeschön. Ich habe mich dann zum Check-in begeben und dachte mir, warte mal, als wenn ich mich hier tatsächlich anstellen muss als First-Class-Passagier. Hier kam mir noch die indonesische Nationalmannschaft entgegen. Und dann habe ich nochmal gefragt. Entschuldigung? Ja. Nicht auch dann noch, ne? Ja. Du kommst mir irgendwie voll bekannt vor. Okay, Leute. Auf geht's in den Flieger. Ich wollte noch was sagen, aber das sei. Warte. Hi. So, ja. Eigentlich dachte ich nämlich, dass man als First-Class-Reisender, also ich brauche das nicht, keine Sorge und so, das dachte ich nur, dass das immer so ist, dass man dann einzeln abgeholt wird und zum Platz begleitet wird. Aber es könnte auch sein, dass es nur so ist, wenn das Flugzeug weiter weg steht und nicht direkt am Gate. Könnt ihr ja gerne mal kommentieren. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Emirates. Hello, welcome on board. Thank you. 1 Alpha, please. It's going to be right this way. Do you mind just taking over? Herzlich willkommen. 1 Alpha. Alright, thank you. You're welcome. How are you doing today? Very good, and you? Very good. It's my first time first class, so I'm very excited. Yeah. Where are you going to? You're going to Dubai? To Dubai, or- yes, Okay. yes. You've been to Dubai before? No, my first time. As well? Yes. Nice, man. Yeah. Are you going for holidays? Only for 5 days. Ich habe es mir hier jetzt ein bisschen bequemer gemacht und was mir aufgefallen ist, ich habe natürlich jetzt auch in letzter Zeit wirklich meine Englisch-Skills noch richtig verbessern können. Durch die ganzen Reisen, durch den Austausch mit Native-Speakern oder egal wo ich bin, im Ausland bin ich eigentlich immer auf meine Englischkenntnisse angewiesen. Und klar, jeder von uns lernt in der Schule Englisch, aber die Praxis später und die richtigen Betonungen und so weiter und so fort bekommt man mit reinem Englischunterricht in Deutschland natürlich nur schwierig hin. Da sollte man dann schon mal ein Auslandsjahr machen. Wenn ich teilweise an die bodenlosen Aussprachen in meinem Englisch-Grundkurs zurückdenke, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Das war ganz unterirdisch. Aber zum Glück gibt es die Elsa Speak App, die mir auch super hilft und die ich euch mal eben vorstellen möchte. Elsa Speak ist nämlich die erste englische Lern-App, die mit Hilfe modernster künstlicher Intelligenz die Fehler eurer Aussprache im Englischen direkt erkennt und euch Feedback gibt, wie ihr das verbessern könnt. Ich zeige euch natürlich auch sofort mal, wie es funktioniert, aber ihr könnt euch das so vorstellen, durch die KI wird eure Sprache mit der eines Native Speakers verglichen und zack, falsch, Alex hat es wieder falsch ausgesprochen, so und so geht's richtig und irgendwann denkt jede Stewardess, Alter, he's from Great Britain. Elsa Speak hat mittlerweile mehr als 1600 verschiedene Lektionen und über 40 Themen, mit denen du deine englische Aussprache verbessern kannst. Du kannst neues Vokabular lernen, du kannst neue Sätze lernen und das geht ziemlich einfach. So sieht die App aus und wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, könnt ihr auch sozusagen euer eigenes Study-Setup zusammenbauen und jeden Tag dann beispielsweise auch mit Notification von Elsa Speak 10, 15, 20 Minuten ein bisschen Englisch lernt. Ich fand ganz passend für mein Thema, wir sind jetzt bei Lifestyle und hier gibt's Lessons zu Travel. Meet the goal. Meet the goal. Aha. Reward. 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 Ah, Mist. Ja, jetzt geht's schon los. Da steht's hier auch in Lautschrift. Reward. Reward. Ah, immer noch nicht ganz perfekt. Leute, ich denke, ihr habt es verstanden. Downloadet euch gerne mit dem QR-Code Elsa Speak. Ihr könnt das Ganze 7 Tage kostenlos testen. Und falls ihr euch dazu entscheidet, das Ganze auch länger benutzen zu wollen, könnt ihr über meinen Link in der Videobeschreibung 40% sparen. Falls ihr es Lifetime kaufen wollt, könnt ihr sogar 85% damit sparen. Vielen, vielen Dank an Elsa Speak, dass ihr das Video hier möglich gemacht habt. Und wir machen jetzt weiter. Hallo, danke. Dubai, Simon und Giovanni. Hi, Giovanni und Simon, hi. Thailand und Mauritius. Oh, da muss ich auch mal hin. You been to Mauritius? Mauritius? Nein. Nein? No, never He before. speaks German, he speaks German. I don't I'm speak Michigan, I- yeah. Today's your private jet. What I mean by this, because it's kind of empty, so you will enjoy even more. Am I the only one? Alright, Take care thank of you. it. Herzlich willkommen und schöne Flug. Danke, danke. Bitte schön. And if you need any tips for Dubai, please. Okay. Tell me where to go and stuff, yeah? Alright. Some bubbly. Yeah. Yeah? Ich muss die ganze Zeit nur grinsen, weil es ist eigentlich so unnötig, ne? Aber naja, irgendwo ist es auch natürlich cool, ne? So ist es ja nicht. Jetzt gibt es erstmal einen Champagner, glaube ich, falls ich das richtig verstanden habe. Es ist für mich so surreal, einfach so an so einem Platz zu sitzen, wirklich. Es ist so crazy. Oh, This one here? thank you. The one and only Yeah. Nico. Ja. Thanks. Yeah, welcome. Where are you off to? To Dubai. Just Dubai? Yes. So Leute, auf euch. 10:23 Uhr, Zeit für Alkohol. Man muss den Bums hier ja irgendwie aushalten.
So, jetzt gab es gerade erstmal noch eine Tasche und Pushen. If you need any help with any other functions, please let me know, yeah? Okay. And after takeoff, if you want me to set up your bed as well, I will set that for you, yeah? Okay, thanks. Ich bin, glaube ich, wirklich der Einzige hier, der heute First Class fliegt. Ich zeige euch das einmal. Hier sind die ganzen First Class Seats. 1, 2, 3, 6 Stück gibt's. Ich bin heute einfach der einzige Gast, zumindest bis jetzt. Und wenn man weiter hier hinten runter geht, da kommt man dann in die Business Class. Danke. Hi. Would you like to have some more? Yeah, one more. Did you like it? Yeah. It's a bit different, isn't it? Yeah, it is different. Thank you. You're welcome. Und ich bekomme auch die ganze Zeit so Kekse und alles. Aber ein Tipp von mir, wenn ihr irgendwann mal Business oder First Class fliegt, egal wie, ob ihr euch das kauft oder mit Meilen, wie auch immer, genau, genießt es, aber macht nicht den Fehler, direkt alles zu essen, weil es kommt so viel und dann ist man direkt überfressen und kann den Rest nicht mehr essen oder nicht mehr genießen. Also keine Sorge, dass ihr nicht auf die Kosten kommt, wenn ihr nicht direkt voll reinhaut, sondern ganz entspannt angehen lassen. Leute, wir haben leider eine Verspätung von 25 Minuten, aber jetzt geht es so langsam los. Flugzeit ist wohl auch nur 5 Stunden 30 und nicht 6 Stunden 15, wie auf meinem Ticket stand. Aber naja, ich will mich gar nicht beschweren. Also es ist natürlich kein Langstreckenflug, aber ich glaube, so nach Dubai kann man schon auch als Langstrecke bezeichnen. Genau, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, es wird auf jeden Fall noch sehr crazy. Ich muss sagen, auf der einen Seite fühlt man sich natürlich ein bisschen, ja, weil du wirst halt wirklich alle 2 Minuten gefragt, ob du irgendwas haben willst. Das ist natürlich nur nett gemeint. Ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, die nervt es dann irgendwann. Mich nervt es nicht. Ich genieße das einfach. Und jetzt heißt es erstmal Take-Off. Okay, und dann ging es auch schon los. Mir wurde erstmal das Menü oder die Menükarte serviert. Da musste ich schon grinsen, die war sehr umfangreich. Und natürlich auch eine Weinkarte mit ziemlich vielen verschiedenen Weinen. Und die schauen wir uns dann jetzt mal zusammen an. So, wie ihr sehen könnt, wurde jetzt gerade auch schon hier mein Bett gemacht, damit ich es noch bequemer habe. Ich könnte auch so ein Pyjama anziehen, aber habe ich gesagt, wir haben halt jetzt 11 Uhr, brauche ich gar nicht. Und jetzt schauen wir mal, was es hier gleich Schönes, Leckeres zu essen gibt. Ich bin total überfordert mit dem ganzen. Ey, hier gibt's Kaviar. Ich habe noch nie in meinem Leben Kaviar probiert. Also Leute, schaut euch mal diese geisteskranke Karte an. Kaviar als Vorspeise. Und ich nehme, glaube ich, das Pan-Fried Beef Filet. Dessert auch, ey, wirklich einfach krass. Und hier haben wir noch die Weinkarte. Ja, ich glaube, ich bin auf jeden Fall besoffen, wenn ich später in Dubai ankomme. Und ich muss auf jeden Fall auch ein Bier trinken, weil ihr wisst ja, ich trinke immer Bier. Und es gibt auch so Sweets, die kannst du halt die ganze Zeit bestellen. Snacks, Popcorn. Yes. Dom Perignon. Dom Perignon. Thank you. You're welcome. Er meinte, ich muss die ganze Flasche alleine trinken, weil ich der Einzige bin. Ich habe, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben Dom Perignon getrunken. Nicht in meinem Club oder so. Eben war es Veuve Clicquot, jetzt ist es Dom Perignon. Leute, cheers. Auf euch. Würde ich mir niemals privat kaufen oder trinken, weil ich es jetzt auch nicht so abfeiere, aber Augen zu und durch. Fancy one. Okay, I try it. I will leave it over here. They're quite soft. Thank you. Cheers. So, jetzt gab es erstmal ein Geschenk. Das hier ist so eine, mir fällt der Name nicht ein. Auf jeden Fall ist hier einiges drin. Ich weiß gar nicht, was ich euch alles zeigen soll zuerst. Ich muss euch noch so viel zeigen. Wo ist eigentlich mein Rucksack? Oh, den haben die irgendwo verstaut. Da ich der einzige First-Class-Passagier war, konnte mein Rucksack auch einen Einzelplatz ergattern in der anderen First-Class-Kabine nebenan. Ich glaube, weil ich hier der Einzige bin, haben sie sich als Aufgabe gesetzt, mich abzufüllen.
Ich befinde mich jetzt gerade hier auf der Toilette. Ich muss sagen, natürlich, ja, alles ein bisschen luxuriöser als sonst in der Economy oder in irgendwelchen Kurzstreckenflügen. Aber ich habe auch schon auf Videos noch krassere und deutlich größere Emirates First Class Toiletten gesehen. Keine Ahnung, warum diese jetzt hier eher klein gehalten ist. Ist mir natürlich scheißegal, aber man muss das hier ansprechen, ne? Und was ich aber ganz cool finde, das wurde mir auch geschrieben von euch. Hier gibt es das Emirates Parfüm, was wohl sehr, sehr gut sein soll. Und das bekomme ich auch geschenkt. Hat wohl einen Wert von 60 €, falls ich da jetzt richtig liege. Testen wir das nochmal. Ja, man muss ja auch immer gut riechen, ne? So, und tschüss. Okay, hier kann ich zumachen, damit ich meinen komplett eigenen Bereich habe. Wir sind jetzt auf jeden Fall ungefähr seit einer halben Stunde unterwegs. Jetzt gleich kann ich Essen bestellen. Die Karte ist wirklich geisteskrank. Bevor wir uns darauf konzentrieren, schauen wir uns mal die Kabine ein bisschen genauer an. Also hier, das kann ich gerade nicht hochfahren, weil hier zu viele Sachen liegen. Hier stehen ja so ein paar Wassersachen und so was. Alles kann man alles trinken. Ist natürlich alles umsonst, ist ja auch klar bei dem Preis. Hier haben wir so einen kleinen Süßigkeitenkorb. Man kann ja auch Popcorn bestellen. AirPods sind hier drin. Nee, Spaß, das sind meine. Hier haben wir, so, das ist irgendwie Schokolade. Smarties Indian Masala Mix. Schokolade. Irgendwelche anderen Bonbons. Ich will das gar nicht alles probieren, sonst wird mir wieder schlecht. Vielleicht probieren wir später davon noch was, aber jeder von euch hat ja sicherlich schon mal Smarties probiert. Schön zu haben, braucht man jetzt nicht zwingend. Hier habe ich sogar eine Blume, die ist hier mit bei mir im Abteil drin. Was mir viele von euch schon bei Instagram geschrieben haben, ich poste auch immer meine ganzen Reisen und wenn ich irgendwie unterwegs bin, vorsichtig, gleich fällt das hier noch um. Das hier ist jetzt das, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Amnity-Kit. Das ist ganz geil, mir wurde das geschenkt, ist im Preis mit enthalten und ja, ich brauche eine neue Kulturtasche, deswegen freue ich mich da sehr drüber. Und ich habe es euch gerade schon auf der Toilette gezeigt, wobei das Parfüm nicht das gleiche war wie hier. Hier ist wohl Parfüm drin, genau das, doch, das war das gleiche. Es kostet wohl 60 € und was haben wir hier noch bei? Rasierschaum, Hydration, Body Lotion. Ach so, das ist auch wieder ein Handtuch. Emirates, vielen, vielen Dank. Basteln wir das mal wieder zusammen. Das ist natürlich noch nicht alles. Kleinen Moment. Rasierschaum von Gillette. Oh, sogar den neuen Gillette-Dingsbums. Der ist doch immer Influencer-Werbung hier. Achso, ich habe gerade vergessen zu sagen, ja, hier haben wir jetzt die Zahnbürste. Ihr könnt mir gerne bei Insta folgen, da poste ich die ganzen Reisen immer auch ein paar Fotos so. Dann bekommt ihr das im Vorhinein schon mit. Heiße ich Alex V. Genauso könnt ihr natürlich auf YouTube hier ein Abo dalassen, wenn ihr das feiert. Und vielen, vielen Dank für den Support auf die letzten Videos. Da freue ich mich echt richtig drüber. Ich habe echt wieder richtig Spaß an YouTube. Kann man ja auch verstehen, wenn man sich das hier anguckt. Wobei ich eben schon gesagt habe, ein bisschen schämt man sich auch so zu reisen, weil es ist halt einfach unnötig. Rexona, Shower Fresh und Tempus. Ja, das war's dann auch. Ich denke mal, das ganze Ding hat so einen Gesamtwert von, ich würde mal schätzen, 100 bis 150 € mit diesem, ja, schon schön. Ist schön zu haben und vielen, vielen Dank. Was kann ich euch noch zeigen? Wir haben hier Noise Cancelling Kopfhörer, Bowers & Wilkins. Wirklich sehr, sehr tolle Kopfhörer, muss man einfach sagen. Habe ich jetzt gar nicht verwendet, weil ich habe meine AirPods drin. Aber ich werde mir gleich noch einen Film reinziehen und dann kommen die natürlich auch zur Anwendung. Okay, dann schauen wir uns noch mal kurz hier die Kabine ein bisschen genauer an. Hier habe ich noch den Pyjama bekommen, den ich aber jetzt erstmal nicht anziehen werde. Der Unterschied hier zu Business ist natürlich, dass man viel mehr Platz hat. Man hat auch seine Privatsphäre, kann das Ganze hier zumachen. Das kann man in der Business Class hier jetzt gerade nicht. Ich muss sagen, ich bin auch mal super gespannt auf Qatar Airways. First Class werde ich bestimmt auch, ja, spätestens nächstes Jahr irgendwann noch machen. Und hier haben wir dann für unsere Ladies so einen kleinen Schminktisch mit ebenfalls irgendwelchen komischen Gesichts-Face-Produkten, was weiß ich. Hier haben wir dann noch so einen Block. Hier kann ich ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel auch Service rufen oder was weiß ich. Und hier kann ich dann noch meinen Sitz in die Essensposition bringen, zum Bett machen oder wie auch immer. Ich glaube, das müsste es dann auch eigentlich schon gewesen sein. Falls ich noch irgendwas finde, melde ich mich natürlich damit. Und ich werde dann jetzt auch zeitnah Essen bestellen. Mir wurde eben gesagt, yo, wenn was ist, wenn du irgendwas brauchst, es ist ganz egal was auch immer du trinken willst, ruf uns. Du kannst trinken, bis du umfällst, du kannst das ganze Flugzeug leer trinken. Also so wurde es mir wirklich gesagt. Leute, wirklich vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass ich diesen Luxus einmal genießen darf, auch wenn man es nicht braucht. Ich brauche es überhaupt nicht. Aber ich freue mich natürlich, das testen zu dürfen und daraus so ein cooles Video zu machen. Prost! Ich check jetzt einmal aus, wie das ist, wenn ich mich in die Waagerechte lege. Schaut mal, machen wir hier mal eben noch zu. Ey, so verrückt. Und da ist einfach auch noch ein Spiegel. Hallo? Ey, wow. Es ist einfach nur crazy. Man hat so unfassbar viel Platz und ich weiß, es gibt Airlines, da hat man noch eine heftigere First Class, also zumindest vom Platz her. Es gibt ja diese Singapore First Class Suite. Das ist ja einfach geisteskrank. Pyjama und das hier ist mein Oberteil. Wenn ich jetzt schon hier mit reise, ich zieh's mal an.
So, meine Hose lasse ich aber an. Also da kann man wirklich nicht meckern, ne? Es ist, boah, das Bett ist so brutal geil. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ja hier jetzt gerade in der Boeing 777 und soweit ich mich erinnern kann, gibt es in der Flotte von Emirates ja auch den Airbus A380 und dort gibt es in der First Class sogar Duschen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach duschen. Aber gut, muss ich jetzt auch nicht unbedingt. Dafür ist hier die Kabine wohl ein bisschen besser. Und noch ein Unterschied, im A380 von Emirates gibt es auch diese Sky Bar, wo man wirklich dann Getränke bestellen kann, Cocktails und so weiter. Kommt ja auch in super vielen Hollywood-Filmen und so vor. Das gibt es hier ebenfalls nicht. Aber ist mir egal, weil ich habe hier trotzdem den geilsten Seat 1A und ich bin einfach nur geflasht. Eigentlich fehlen mir die Worte, aber ich versuche es natürlich bestmöglich für euch zusammenzufassen. Und jetzt wird Essen bestellt. So, Tisch ist gemacht. Jetzt gibt's Essen. Ich habe ordentlich was bestellt. Thank you. My pleasure. So this is the crabs. So sorry, I'll bring you another one. This one is messy. I'll bring you another one. Ah, it's okay. Don't worry, don't worry. Okay. This is the least I can do. Ich hätte es genommen. Sorry Mama, wenn du das siehst. Es tut mir leid. Nee, kein Champagner. No? No, no, no. Oh. Tiger? Tiger Beer. Ja. You like it? Ich liebe es. Ja. Danke, danke. Danke. Oh, okay. And this is with vodka? I hope I will like it. Elena told me you've never tried it, right? No, I take some of this. Sour cream, okay. Some white and some chai, some vodka. Vodka. It's okay. Try to put a little bit of water. I will try. I will tell you when it's. And some lemon also. Ah, yeah, okay. Maybe some more. Wunderbar. Yeah, I think Better? the more you eat, it's going better, right? It's good. Thank you so much. Danke, danke. So Leute, Kaviar ist weg. Und jetzt muss ich das ja noch runterspülen. Wow. Ehrlicherweise bin ich jetzt sogar schon eigentlich fast satt. Und der Hauptgang ist noch nicht mal da. Nachtisch auch nicht. Das war das, was ich euch eben gesagt habe. Suppe. Brutal. Hammer. So Leute, so langsam werde ich auch ein bisschen müde. Ich habe jetzt meinen Hauptgang auch eine Stunde später verschoben. Und machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen lang. Ich bin halt erst um 2 Uhr eingepennt und bin um 6:30 aufgestanden. Also habe jetzt nicht so viel Schlaf bekommen. Ich merke mal, dass ich müde werde. Deswegen ruhe ich mir jetzt kurz aus. Okay Leute, Hauptgang ist serviert. Es ist gerade sehr wackelig und ich habe Angst, dass die Cola gleich umfällt, aber nein. Aber es wird irgendwie ein bisschen turbulent gerade. Vintage, that means 2006. Okay, sounds good. Ah, it's a red wine? Oh, yeah, you want White? a white one? White? I'm sorry. No, I take it because you don't have white. It's open. White wine is better. Sure. Yes. I don't like red wine. So Leute, guten Appetit. Thank you. Welcome. It's nice. Yeah, it's nice. Hallo Alex. Hi. Na? Jetzt undressed? Yes. Auch sehr lecker, aber ich habe schon ein besseres Steak gegessen. Aber ich will gar nicht meckern. Wir sind ja auch in einem Flugzeug. Thank you. I have one question. What is the difference between first and business? Only the space? The space and the service. The service. For example, like this one, you can order anytime you want, Okay. anything you want. And And as business is actually like the service is done, you cannot really eat. Achso, hier haben wir noch ein bisschen Schokolade drin. Also Leute, ihr habt es gehört. Das ist laut ihm hier wohl die schlechteste First Class in Anführungsstrichen. Genau, im A380 soll die First Class ähnlich sein, nur es gibt halt noch eine Dusche. Und in den neueren Boeing 777 ist sie noch geräumiger und wohl noch luxuriöser. Naja, habe ich wohl Pech gehabt, dass ich hier gelandet bin. Aber ich will mich gar nicht beschweren, alles gut. Und Leute, was auch ganz geil ist, das gab es bei anderen Airlines nicht. Man kann hier wirklich Live-TV gucken. Hier läuft jetzt gerade irgendwie Cricket. Aber ich kann auch zum Beispiel BBC News schauen. Ist halt geil, wenn wirklich irgendwie Champions League läuft. Damit wirbt Emirates auch, dass man das dann unterwegs schauen kann. Das wäre für mich schon ein Grund mehr, auch tatsächlich dann
ja, wieder mit Emirates zu fliegen, weil zumindest wenn Dortmund spielt. Und wir haben jetzt auch nur noch 1 Stunde 30, dann werde ich schon in Dubai landen. Ich merke es auch schon so langsam, es wird dunkel draußen. Also in Dubai ist es jetzt schon dunkel und ich fliege jetzt gleich in die Dunkelheit rein. Die 6 Stunden gehen auf jeden Fall rasend schnell um. Also ist was ganz anderes, als wenn man irgendwie Economy fliegt natürlich. Scheiße. Es ist alles runtergefallen. I can get out first. Here for you already. And Okay, take your time. You don't have to, but it's a privilege. I can keep everything of this stuff. Of course you can. Okay. The pajamas are really nice, yeah? Yeah, yeah. Mm, It's good. Okay. Okay, Leute. Raus geht's. Bin ein bisschen traurig, aber naja. Okay. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Bye. See you. Tschüss. Ciao. Okay, Leute, ich bin da. Erstes Mal in meinem Leben in Dubai. Ich freue mich echt sehr. Das sah gerade aus dem Flieger schon sehr imposant aus alles. Schauen wir mal, wie mir das hier gefällt. Schöne Grüße nochmal an Simon. Bester Flugbegleiter. So nett, wirklich. Best greetings, Simon. You're doing a great job. Hope to see you again. If you see it. Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Das war wirklich ein geisteskranker Flug. Und das muss man erlebt haben, um es so beschreiben zu können. Aber wir sehen uns später im Hotel. Ich muss jetzt erstmal dahin fahren, dann kann ich euch noch ein bisschen mehr sagen. So Leute, ich habe jetzt so eine Nummer bekommen. Und damit kann ich jetzt anscheinend zu meinem Hotel fahren. Also, falls das jetzt einfach so klappt, ist das echt stark organisiert. Das muss man sagen. Also, How was the flight? very relaxed. Sir, your location is Millennium Place. Yeah, right. Please. Hey, how are you? Ja, also optimal. Kann man nicht meckern, hat gut geklappt. So Leute, das ist mein Hotel. Es ist irgendwie 4000 Kilometer hoch. Thanks. Bye bye. Alter, ist das hoch. Angekommen im Hotel und ich habe irgendwie direkt so ein Upgrade bekommen, habe nur 100 € bezahlt, aber hatte eine riesen Suite, also das Zimmer war echt gewaltig groß. Ich frage mich, wer wirklich alleine so große Zimmer bucht, das braucht man doch gar nicht. Am nächsten Tag sah es so aus und dann bin ich umgezogen. Ich bin nochmal umgezogen und wir befinden uns jetzt schon im zweiten Hotel hier. Das davor war zwar eigentlich besser, aber jetzt befinde ich mich auf dieser Palme. Ich blende euch mal ein Foto ein und hier habe ich auch direkte Aussicht aufs Meer. Es wird aber auf jeden Fall auch noch ein Video aus Dubai kommen, da zeige ich euch das dann mal und ja, dann erfahrt ihr auch, was ich so von Dubai halte. Jetzt aber noch kurz das Fazit und Schlusswort zu meinem ersten First-Class-Flug mit Emirates. Ein Satz beschreibt es, denke ich, ganz gut. Braucht man das? Nein. Ist es trotzdem geil und macht Spaß? Ja. Es war auf jeden Fall eine unfassbar krasse Erfahrung und ich habe jede Minute an Bord genossen. Toller Flug. Sehr entspannt angekommen. Viel zu viel gegessen, getrunken ging eigentlich, weil irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte keinen Champagner mehr, bitte. Für den Preis, den ich jetzt bezahlt habe, würde ich es auf gar keinen Fall nochmal machen. Business Class ist wirklich ein krasses Update zur Economy. Man kann viel entspannter reisen, kommt viel entspannter an. Man startet eigentlich schon in den Urlaub mit Urlaub im Flugzeug. Aber bis auf diesen brillanten Service und eine nochmal deutlich größere eigene Kabine unterscheidet sich die First Class eigentlich kaum von der Business Class. Den Flug habe ich nicht mit Meilen oder so bezahlt. Ich habe Business Class hin und zurück gebucht. Das hat mich 3.400 € gekostet. Ist schon eine Ansage und geht mit anderen Airlines auch günstiger. Emirates bewegt sich allerdings schon so zwischen 3.000 und 5.000 € hin und zurück von Frankfurt nach Dubai. Doppelt so lange Strecke beispielsweise dann nach Bangkok, ebenfalls mit Emirates, kostet aber das gleiche. Also diese Strecke ist einfach nur teuer. Und ich konnte meinen Hinflug dann einen Tag vorher für 1.270 € nochmal upgraden. Somit hat mich also der reine Hinflug rund 3.000 € gekostet, was für einen so einen Flug verdammt viel Geld ist. Anders ging es nicht, auch die Meilen, die ich sonst alternativ einlösen hätte können, waren ziemlich hoch. Genau, und für die, die es wissen wollen, wenn man nur diesen einzelnen First-Class-Flug hin nach Dubai gebucht hätte, hätte ich 5.500 € sogar bezahlt. Also falls ich nochmal First-Class fliege, auf jeden Fall nur mit Meilen irgendwie rumtricksen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir fliegen Business-Class mit Emirates ja zurück. Da wird es dann auch noch ein Video zu geben und wir schauen mal, wie gut ist das eigentlich. Und ich bin mal gespannt, ob die Emirates Business-Class mit der von Katar mithalten kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert sehr gerne den Kanal für weitere Reisevideos. Hier geht jetzt um 17:30 Uhr schon die Sonne unter. Es ist gleich dunkel. Haut rein, Leute. Ciao.